Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge mache ich eine unglaublich leckere, samtig-fruchtige Erdbeermarmelade. Für die Erdbeermarmelade habe ich hier etwa 500 Gramm reife Früchte aus unserem Garten. Normalerweise friere ich die gereiften Erdbeeren ein und koche die Marmelade erst, wenn ich eine größere Menge gesammelt habe. Aber diesmal habe ich zum einen nicht genug Platz im Gefrierfach und zum anderen bereite ich die Marmelade in meinen neuen Ninja Suppenkocher zu. Das geht ruckzuck und macht wenig Arbeit, sodass ich die Früchte sofort verarbeiten kann, wenn sie reif sind, auch wenn es nur eine kleine Menge ist. Nach dem Waschen entferne ich noch den Strunk der Erdbeeren und dann können sie auch schon direkt verarbeitet werden. Die Erdbeermarmelade bereite ich wie gesagt in meinen Ninja Suppenkocher zu. Ihr könnt sie aber auch in einem normalen Kochtopf, im Thermomix oder einem ähnlichen Gerät kochen. Anders als in meinem Aprikosenmarmelade-Video nehme ich diesmal einen Gelierzucker. Das ist absolut gelingsicher und damit vor allem für Anfänger geeignet. Grundsätzlich könnt ihr alle hier gezeigten Produkte auch für Erdbeeren verwenden. Ich möchte heute mal den Gelierzucker für Erdbeerkonfitüre ausprobieren. Das ist eine Mischung aus Zucker, Pektin und Zitronensäure, die speziell auf Erdbeeren abgestimmt ist. Jetzt kommt noch etwas von meiner selbstgemachten Vanillepaste hinzu und dann kann es auch schon losgehen. Ich mache das jetzt so, dass ich als erstes die Erdbeeren püriere und dann das Marmeladenprogramm durchlaufen lasse. Entsprechend könnt ihr das auch im Kochtopf machen, nachdem ihr die Erdbeeren mit einem Pürierstab zerkleinert habt. Anders als beim Kochen im Topf, wo die Marmelade nach 3-minütigem sprudelndem Kochen fertig ist, läuft das Marmeladenprogramm im Ninja Suppenkocher insgesamt 30 Minuten. Dafür braucht ihr aber nicht umrühren und auch keine Sorge zu haben, dass etwas anbrennt, weil die Programmautomatik die Marmelade immer wieder abwechselnd erhitzt und pulsiert. Nach Ablauf des Programms mache ich eine Gelierprobe. Dafür gebe ich einen Klecks Marmelade auf einen kalten Teller und lasse ihn ein paar Minuten abkühlen. Und in der Zwischenzeit spüle ich schon mal die sauberen Gläser mit kochend heißem Wasser aus. Wenn der Marmeladenklecks fest wird und nicht verläuft, kann die Marmelade abgefüllt werden. Die Marmelade kommt jetzt möglichst heiß in die vorbereiteten Gläser. Am besten verschließt man jedes Glas sofort nach dem Einfüllen. Vorsichtshalber mache ich das hier so, dass ich die sauberen Deckel mit Essig auswische. Der verfliegt ganz schnell, ihr braucht also keine Angst haben, dass die Marmelade nach Essig riecht. Das Besondere an diesen Deckeln ist, dass der mittlere Teil beweglich ist. Wenn ihr die Gläser nicht ganz bis zum Rand auffüllt und sofort verschließt, sollten sich die Deckel nach etwa 30 Minuten nach innen gewölbt haben. Und so sieht meine fertige Erdbeermarmelade aus. Sie ist samtig, sehr fruchtig und nicht so süß und bisher die leckerste Erdbeermarmelade, die ich je gegessen habe. Tipps und Tricks, wie die Erdbeermarmelade möglichst lange rot bleibt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!